Schon mal was von Indigo-Kindern gehört? Nein, na, vielleicht. Hat das nicht was mit Hippies zu tun? Schon mal was von Indigo-Kindern gehört? Ich habe von Indigo Girls gehört. Indigo Girls. Tolle Band. Was ein Indigo-Kind ist? Keine Ahnung. Du? Nie davon gehört. Keine Ahnung, was ein Indigo-Kind ist. Ich glaube, es geht da um so eine Art erweitertes Bewusstsein unter jüngeren Leuten, je nachdem, aus welchem Milieu sie stammen. Meine Tochter ist 8. Sie wollte nur mich als Mutter und hat lange gewartet, um auf die Erde zu kommen. Als ob sie eine Mission erfüllen müsste. Hat sie gesagt, welche? Nein, noch nicht. Aber sie scheint sehr klug zu sein. Eine Urseele. Vielleicht ist sie ein Indigo-Kind. The blessed gift a child brings, the veils will open when the angel sings. The blessed gift a child brings, the veils will open when the angel sings. And the arms of the earth are open wide, receiving the blessing from inside. The womb of the earth, miracle of birth, womb of the earth, miracle of birth. Brought here from the earth and sky, an angel of light come here to try to remind us of the simple bliss that lies within our mother's kiss. And the arms of the earth are open wide, receiving the blessing from inside. The womb of the earth, miracle of birth, womb of the earth, miracle of birth. The womb of the earth, miracle of birth. The womb of the earth, miracle of birth. Ein Indigo-Kind besitzt eine hohe Sensibilität. Es hat die Persönlichkeit eines Kriegers. Das ist jemand, der führt und Verantwortung übernimmt. Seit den 70er und 80er Jahren können Hellseher und medial veranlagte Personen die Farbe Indigo als Aura im körperlichen Umfeld hauptsächlich von Kindern sehen. Warum Kinder? Ihre Vitalität und Lebenskraft drückt sich in dieser Farbe aus. Ich habe diese als Indigos identifizierten Seelen immer an ihrem Indigoblau erkannt. Wenn ich die Seelen sehe, strahlen sie wie ein heller Stern am Mitternachtshimmel. Das klare, weiße Licht ist dabei von einem indigofarbenen Lichtkreis umgeben. Es ist eine schöne Mythologie, ein Versuch, ein Geschehen in Worte zu fassen. Indigo ist eine schöne Farbe, aber eben nur eine Farbe. In Wirklichkeit bedeutet es, dass sich die Menschheit verändert. Es sind Kinder mit einem umfassenderen Wahrnehmungsvermögen. Für mich haben Indigo-Kinder ein stark erweitertes Bewusstsein für alles um sich herum. Für Sichtbares und Unsichtbares. Sie haben eine sehr tiefe spirituelle Basis. Keine religiöse. Wenn man mit ihnen spricht, egal wie sie aufgezogen wurden, wissen sie, dass eine größere Macht existiert. Es gibt mehr als das, was wir sehen. Sie sind auch große Heiler. Ich habe mich mit vielen beschäftigt. Und für mich haben sie die reinsten Herzen. Wir sind alle Kinder Gottes. Sie sind Menschen, die die Lehren Gottes nicht vergessen haben. Am Ende sind wir alle gleich. Wir alle können das tun. Eine Zeit lang war ich ziemlich durcheinander, weil ich glaubte, nur ich würde bestimmte Dinge spüren und denken. Deshalb habe ich nicht immer so offen darüber gesprochen wie heute. Aber
Ich bin dankbar, dass ich das bin, was ich bin. Indigos wissen, sie sind anders als die meisten Menschen. Es gibt Eigenschaften, die viele Indigos gemeinsam haben. Diese Kinder oder jungen Erwachsenen haben bereits Zweifel über das, was ihnen in der Schule, vom Kinderarzt oder vom Psychiater gesagt wird. Man betrachtet sie als Kinder mit einer besonderen Wahrnehmung, Klugheit oder einem speziellen Mitgefühl. Für mich sind alle Kinder Indigo Kinder. I wouldn't just want to be certain people be singled out, called an indigo, because everybody is. They're just, some people have realized it and some haven't. Indigo is just a name for people who have realized it, really, and do special things that people think are amazing, but everybody can do it if they just believe that they can. When I was 4, I had many visions of meeting God, meeting new people, and my inspiration is God. And when I draw, the first time that I drew, I thought that everything could do the same thing. But as I grew a little older, I knew that God gave me this gift to share with others too. So when I started drawing, God gave me more ideas that I don't even know. I don't even know what the meaning is. Like the pyramids, I really don't even know that meaning. Some paintings are even more harder and harder to think of and know that meaning. So when I started getting a little older, I started knowing that this is God, this is totally God. He's helping me with my art, he's helping me with my poetry, my life to live, other people's life. He's taking care of me like I was a little butterfly, and he's just a little human, just covering it, just making I'm safe. I like him. He's everything that I have, and when I think of that, I feel like a really good feeling that he's in every poem that I write, in every painting that I paint. Each time when I paint the eyes, I like the eyes because I like to paint their whole life in their eyes. Sometimes do this people even inside their eyes, little people. You don't think, you don't just, for example, you dream of something and you just see stuff inside your dream and you just see it. It's exactly like writing it and seeing it at the same time. I know it's God, I really know it. And sometimes I just feel like, God gave me this gift to me, why not others? Because sometimes I'm a little frustrated because I don't get that right thing, like the right word or the right position. So I'm frustrated, but when I just start talking to God, I just go away and I start talking to him. When I start talking to him, he just calms me down right away. He just says that everything's gonna be okay. And then when I just know that feeling, I just know that it's real. Everything's happening and other people could have that feeling too. This feeling of writing something down about the painting that I was sketching. So I was thinking of something, but I didn't need to think. I was just writing effortlessly, and when I started writing and I showed it to my mom, and she's just, what is these words coming from? And I said it's from
it's from God. Then I just showed, I used to go to school at that time, so I showed it to my art class. It's like show and tell, and all the students were like this, oh my gosh, did you write that? And I thought everybody could write the same thing as I. But when I started getting a little older, I understood that God gave me this gift to share with others, to teach others what He gave me. The day I was born, I met myself. The day I was born, I met my young mother. The day I was born, I met Christ sleeping in my cradle. Es sind keine Indigo-Kinder, keine Kristall- oder Regenbogenkinder, sondern Kinder von heute. Wenn man zu kategorisieren beginnt, klebt man ihnen Etiketten auf. Unsere Gesellschaft liebt Etiketten. Die Menschen mögen Schubladen und stellen gern alles an seinen kleinen, idealen Platz. Aber wenn man darauf besteht, dass es besondere Phänomene wie Indigo- oder Kristallkinder gibt, dann vergisst man, dass wir alle besondere Gaben haben, dass jeder Mensch auf diesem Planeten etwas Besonderes ist. Ich möchte am liebsten gar keine Terminologie, kein Etikett und möglichst wenig Worte dafür verwenden, auch wenn Bezeichnungen in dieser Welt so wichtig sind. Höchstens das Wort entwickelt. Diese Kinder haben eine andere Entwicklung als andere Individuen durchgemacht. Say you're an indigo, and somebody comes up to you and asks you a question of something, say it's your mom or dad, they come up to you, ask you something, or your friends or anything, they come up and ask you something about their life that you don't know about, and you could tell them what it was and how it happened and everything like that. And then they just look at you and say, "You're freaky," or something like that. Zugegeben, es gibt Kinder, die etwas Besonderes sind. Aber ich habe bis jetzt noch keins getroffen, das nicht die Fähigkeit hätte, etwas Besonderes zu werden. Ich möchte gern glauben, dass unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Welt sich zusammen weiterentwickelt. Der eine vielleicht schneller, der andere langsamer, aber gemeinsam, als menschliche Wesen. Bei der Etikettierung von Indigo-Kindern besteht die Gefahr, dass wir den Etiketten glauben und einer authentischen Erfahrung ausweichen. Oder wir passen ein Ereignis unserer vorgefassten Meinung an, damit es zu der Vorstellung passt, die das Etikett suggeriert. Putting the label indigo, on somebody kind of is almost, or was for me, almost intimidating to live up to. Because, you hear all this stuff like, wow, so if I'm indigo, does that mean I can never wake up and have a bad morning? Does that mean I can never, never get into a bad mood? So I think the label might be a little limiting sometimes, but once I realize, wait a second, we're just kids who want to make the world a better place. One day we will do away with the labels. Eines Tages werden wir die Etiketten abschaffen und sie einfach Kinder nennen. Aber momentan ist es wichtig, solche Kategorien zu haben. Denn wenn wir sie nicht etikettieren, tun es andere. Das geschieht ohnehin schon. Sie werden zum Beispiel legasthenisch, autistisch, problematisch genannt. Oder als ADHD-Fall, als aufmerksamkeitsgestört diagnostiziert. Wenn wir für Indigos keine Etikettierung finden, tut es der vorherrschende Teil der Gesellschaft. Mainstream society will. When Joshua was about 3, we just arrived in New Zealand and we were. Als Joshua etwa 3 war, fuhren wir in unserer neuen Heimat Neuseeland umher. Einmal suchten wir einen Strand, um dort Steine übers Wasser hüpfen zu lassen oder irgendwas zu spielen. Joshi war ziemlich in sich gekehrt und plötzlich, aus heiterem Himmel, sagte er, Dad, wer ist Michelangelo? Ich stutzte einen Moment und antwortete ihm, das war ein Künstler.
He was an artist, buddy. And he thought about it for a minute. Er überlegte einen Moment, dann sagte er, ja, er hat den Himmel gemalt, nicht wahr? Ich dachte einen Augenblick nach und antwortete, ja, in großen Kirchen. Und fügte hinzu, warum? Hast du ihn gekannt? Er sagte, ja, ich kannte ihn. Er war ein guter Mann. Das weckte mein Interesse natürlich noch mehr und ich bat, erzähl mir mehr darüber, Joshi. Aber er meinte nur, Dad, das war doch schon vor so langer Zeit. Und das war das Ende der Unterhaltung. Es hat schon immer sogenannte Indigo Kinder gegeben. Das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass im Moment einfach sehr, sehr viele erleuchtete Kinder geboren werden. So zahlreich wie jetzt sind Indigos wahrscheinlich zuletzt im 12., 13. Jahrhundert auf unserem Planeten erschienen. Damals waren sie Gnostiker, Katharer und heterodoxe Christen, also Ketzer. Einige frühe Beispiele sind Jeanne d'Arc und Bernadette Soubirous, bekannt als die heilige Bernadette. Das waren willensstarke junge Leute, die die Welt veränderten. Sie sind auch unglaublich begabt. Manche erinnern sich an ihr Leben vor der Geburt, sogar noch bevor sie in den Uterus gelangten. Ein Mädchen erzählte ihrer Mutter, dass sie beobachtet habe, ehe sie sich für den Bauch ihrer Mutter entschied. Sie beschrieb Dinge, die die Mutter getan hatte, sodass sie wusste, dass ihre Tochter die Wahrheit sprach. Sie wartete auf den richtigen Moment und sagte, ich habe dich gewählt. Ich habe mir ausgesucht, in deinen Bauch zu kommen. And she was waiting for the moment to come in, and she said, I chose you. I chose to come into your tummy. Ich bastelte mit meinen Kindern. Die beiden Ältesten waren am Küchentisch beschäftigt und Malaya saß auf meinem Schoß. Sie sah mir in die Augen und bemerkte plötzlich die Spiegelung. Sie sagte, ich kann mich in deinen Augen sehen. Ich antwortete, ja, Liebling, und ich mich in deinen. Ist das nicht schön? Jeder kann sich im anderen sehen. Lächelnd sagte sie, genauso als ich Oma Marlene war. Ich wollte mehr darüber wissen. Und sie erzählte, ich war sehr krank. Die Ärzte wollten mir noch helfen, aber ich war viel zu krank. Ich starb und mein Körper wurde kälter und kälter und kälter. Als sie das sagte, war solch eine Intensität im Raum. Meine Mutter war nach ihrem Tod 3 Tage auf Eis gelegt worden. Malaya sagte, 2 Männer kamen ins Haus und legten mich in eine Kiste. Was tatsächlich stimmte. Und sie brachten meinen Körper an einen Ort mit einem großen Ofen, wo er verbrannt wurde. Mein Geist flog zu den Engeln. Ich war selber kein Engel, aber ich war bei den Engeln. Und von dort habe ich euch alle beobachtet, sagte sie. Dann war ich ein Baby und jetzt bin ich Malaya. Die Klarheit ihrer Aussage machte ihr Angst. Und ich wusste intuitiv, dass ich dieses Lied singen sollte, obwohl ich das normalerweise nicht mit meinen Kindern singe. So begann ich das Lied He's Got the Whole World in His Hands zu singen. Angelina stimmte auch ein. Und nach wenigen Augenblicken greift Malaya nach meinen Wangen, sieht mir gerade in die Augen und sagt, das war das Lied. Und ich erinnerte mich augenblicklich, dass meine Mutter in ihrem Testament verfügt hatte, dass dieses Lied auf dem Boot gesungen werden sollte, als ihre Asche in den Atlantik gestreut wurde. Alle Familienmitglieder, ob jung oder alt, egal welchen Glaubens, sollten wissen, dass sie ihre Seele in Gottes Hände gelegt hatte und zutiefst darauf vertraute. Als ich Malaya dieses Lied vorsang, lächelte sie, weil es sie in diesem Moment wirklich tröstete.
Das Lied war ihr Leitgedanke, um sie daran zu erinnern, dass ihre Seele in Gottes Händen liegt. That was the song that was her keynote to remind her of her soul being in God's hands. He's got you, my Leia, in his hand. He's got you, my Leia, in his hand. He's got you, my Leia, in his hands. He's got the whole world in his hands. Es gibt einige Indigos, die mit dem Schwert des Willens und der Kraft auf den Planeten kommen. Sie räumen mit alten Paradigmen und mit Illusionen auf. Andere bringen das Mitgefühl, wieder andere eine neue Licht- und Tonsprache. Da kommt die Musik ins Spiel und die Kommunikation des Herzens. Wenn unsere Gedanken still werden, erkennen wir, dass eine klare Kommunikation das Herz erreicht. Ich und viele andere sind hier, um eine neue Sprache zu bringen. Und wir brauchen neue Ohren zu hören. We just need the new ears to hear. Cause to walk the path of light isn't easy, but now I see it so clearly. You came into my life and now I know that you always been there. Now I just want to say that I love you, yes I love you. Ich komme aus einer kaputten Familie. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 5 war. Ich wusste, für mich gab es in der äußeren Welt keine Stabilität und meistens keinen Trost. So musste ich meinen persönlichen Weg finden und ging in mir selbst suchen. Wir müssen in der Lage sein, diese Kinder zu verstehen, wenn sie erzählen, ich sehe nachts Engel, oder die im Voraus wissen, dass bestimmte Dinge geschehen werden. Meine Eltern haben zu mir gesagt, das ist nur ein Traum, deine Fantasie geht mit dir durch. Ich wollte alles verdrängen, statt mich unterstützen zu lassen, und habe mich abgekapselt. I pour my energy into this cup for you. Drink it up. I sing my melodies. In fact, I just like to ask, is everyone Eine Frage. Schon mal was von Indigo Kindern gehört? Wissen Sie, was damit gemeint ist? Ja, so in etwa. Ich beobachte meine Kleine. Sie ist überdurchschnittlich sensibel. Das ist nicht alles. Die Erinnerung an frühere Leben kommt bei ihr durch. Und sie weiß nicht immer, wie sie damit umgehen soll. Aber sie ist direkt unter der Oberfläche. Wie alle Kinder wissen Indigos, was wirklich authentisch ist und was nicht. Aber mit dem Nicht-Authentischen scheinen sie viel ungeduldiger zu sein. Das bringt diese Kinder manchmal in Konflikte, aber auch den einen oder anderen Meister zum Erwachen. Zuerst müssen wir eine Empfangsbereitschaft für das Neue entwickeln, uns wie ein Radioempfänger eintunen. Das schaffen wir nur, wenn wir die Dunkelheit und alte Muster des Zweifels und der Angst und alle Verhaltensmuster ausräumen, mit denen wir ausgestattet wurden. Aber wenn unser Empfänger erst einmal freigesetzt ist, kann er auf den Empfang der Indigo-Schwingungen eingestellt werden. Es ist unglaublich zu sehen, wie dieser Prozess überall auf dem ganzen Planeten stattfindet und sich wie ein Netz ausbreitet. Warum gibt es Indigos? Indigos sollen zwischen Himmel und Erde eine Brücke schlagen.
Indigo-Kinder haben auf einer höheren Ebene und in einer viel größeren Tiefe als die meisten anderen Menschen Zugang zu menschlichen Erfahrungen. Sie greifen anders auf die ankommenden Daten des Lebens zu denen manche Menschen überhaupt keinen Draht finden. Deshalb werden Indigos nicht selten als Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen oder anderen Entwicklungsstörungen gesehen. In Wirklichkeit haben sie keinen Mangel, sondern ein zusätzliches Potenzial. Sie haben mehr, nicht weniger. Wenn wir die spirituellen Gaben unserer Indigo-Kinder mit Substanzen wie Ritalin oder mit Fastfood zustopfen, das an den Schulen als Mittagessen angeboten wird, dann stecken wir sie buchstäblich in chemische Zwangsjacken. Man kann sie nicht in einen Lehrplan zwängen, wo sie von allem ein bisschen lernen müssen. Sie wollen sich so gründlich mit einem Thema befassen, dass sie geradezu damit abheben können. Erst wenn sie mit einer Sache durch sind, wenden sie sich einer neuen zu. Viele dieser Kinder brauchen wirklich Privatschulen oder müssen zu Hause unterrichtet werden. In Schulklassen mit 20, 30, 40 Kindern müssten sie sich einordnen und eine ganze Stunde stillsitzen. Für viele ist das viel zu viel verlangt. Ich wurde als bipolar, manisch-depressiv, schizophren und psychotisch eingestuft. Als ich einen sogenannten Zusammenbruch hatte, nach mehreren Versuchen von Gebäuden zu springen, sagte ein Arzt zu mir: Frau Kirkland, man wird Sie wahrscheinlich für viel zu emotional halten und Ihnen sagen, dass Sie nicht mehr als Schauspielerin arbeiten können. Hören Sie nicht darauf. In meinem Heimatland Asien würden Sie als Künstlerin gelten. Hier in Ihrem Land hält man Sie für verrückt, weil Sie zu kreativ, zu künstlerisch sind. Man kann sagen, diese Kinder sind in ihre Hyperaktivität hineingeschlittert. Und das hängt mit minderwertigem Essen und dem Quecksilber in ihrer Umgebung zusammen. Manche nehmen es mit Fisch zu sich, andere haben es sogar in ihren Zähnen. Dazu kommt, dass die Jüngeren durch Impfungen damit konfrontiert werden. Viele der Kinder entwickeln sich ganz normal, bis sie mit Thimersol, einem Präparat auf Quecksilberbasis, geimpft werden. Ich kann mir keine künstliche Substanz und kein Medikament vorstellen, das im Körper eines Kindes eine so tiefe Wirkung hervorrufen könnte wie Liebe, mitfühlende Zuwendung und Anerkennung. Viele Indigo-Kinder tragen das Etikett ADHD, was in der Medizin für Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität steht. Für mich bedeutet diese Abkürzung auf eine höhere Ebene gerichtete Aufmerksamkeit. Es geht um einen osteopathischen Ansatz bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung, mit oder ohne Hyperaktivität und Autismus. Thema ist die Behandlung im Einzelfall und das Spektrum an Alternativen. Wir haben die Wahl, entweder Medikamente wie Ritalin oder Alderol oder ähnliche einzusetzen. Wir können auch gar nichts tun oder alternative Behandlungsmethoden anwenden und auf Kräuter oder Homöopathie zurückgreifen. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten und auch osteopathische Ansätze, die bei diesen Kindern einen riesen Unterschied machen. Legen wir uns also auf eine einzige Methode fest oder bedienen wir uns des gesamten Spektrums an Möglichkeiten? Was können wir tun, um dem Einzelfall gerecht zu werden? Anders zu sein ist nicht schlimm, es ist nur anders. Du musst nur Leute finden, die dich verstehen, die dich respektieren und dir erlauben, das Individuum zu sein, das du bist. Das ist das Wichtigste. Und man muss erkennen, dass man nicht immer das liebe Kind sein kann, mit dem jeder klarkommt. Was ist normal? Wir nutzen dieses Wort so selbstverständlich. Was ist normal? Jeder Arzt, jedes Elternpaar und jedes Individuum versteht etwas anderes darunter. Wenn wir sagen, dieses Kind ist nicht normal, haben wir also ein Problem. Ich stelle bei diesen Kindern immer wieder fest, dass sie oft sehr gescheit sind.
Haben Sie diese Erfahrung auch schon gemacht? Gut, es sind einige der intelligentesten Kinder, die Sie je gesehen haben. Wenn begabte junge Menschen neugierig auf die Welt sind und sie verbessern wollen, müssen wir diese Kinder fördern. Wir spüren, dass sie etwas Besonderes sind. Eigentlich ist das jeder Mensch. Sie aber müssen eine Chance bekommen, sich zu einem Menschen zu entwickeln, der der ganzen Welt nützt. Wenn wir sie in ihren Besonderheiten unterstützen, können sie aufblühen und sich vielleicht zu jemandem entwickeln, von dem die ganze Welt profitieren kann. Dann kann man meinetwegen das Etikett Indigo verwenden. Wichtig ist, dass jedes Kind diese Liebe, dieses Mitgefühl und diese Geduld braucht. Nur damit kann es sich zu seiner vollen Größe entfalten. And the storm clouds are lifting from the footsteps of yesterday's dreams, and I know. Seit 1992 sind in unseren Schulbezirken die Fälle von Autismus um 800% gestiegen. Und sie erhöhen sich jedes Jahr um durchschnittlich 20%. Diese Daten stammen aus Untersuchungen des Zentrums für Krankheitskontrolle. Alle anderen Entwicklungsstörungen nehmen vergleichsweise nur um etwa 1 bis 3% zu. Autismus ist also weiter auf dem Vormarsch. Es gibt also einen Grund, warum sie hierher kommen. Wir sehen in manchen der jüngeren, hochsensiblen Kinder Unterschiede in der Fähigkeit zu kommunizieren. Viele von ihnen scheinen auf telepathischem Weg mit ihren Eltern zu kommunizieren. Erst später im Leben scheint das ein Problem zu werden, nämlich dann, wenn es den Eltern peinlich ist, dass ihr Kind in sozialen Situationen oder in der Schule die Dinge nicht verbal ausdrückt. So kommt es bei diesen Kindern zur Diagnose Autismus oder in manchen Fällen Asperger-Syndrom. Das autistische Spektrum ist sehr breit. Es reicht von Kindern, die sich nicht deutlich artikulieren, bis zu jenen, die in ihrer eigenen kleinen Welt leben. Hey! Right now I sing this song to you. I just hope you can feel it through and through. Oh yeah, 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 yeah. You wanna dance? Now's your chance. Get down, get down. James Brown, he's feeling low. I see his glow of God light burning bright in this moment, in this moment. My one son, Dar, who I've been working with the last couple of years. Ich habe mit meinem Sohn Dar in den letzten Jahren gearbeitet. Er hat den Autismus gut überwunden und zu reden begonnen. Das ist sehr aufregend und wir sind sehr stolz auf ihn. Ich werde nicht weiter über ihn sprechen, dann muss ich weinen, Tränen der Freude. Aber noch eins, er liebt es, Geräusche zu machen. Eins geht etwa so, om, om. Und ich frage dann, om, heißt das Mom? Und er wieder, om, Mom, Mom. Und als nächstes wird aus Om ein Mom, als ob man ein Lied singt. Klingt wie Gott für mich. Ich mag diesen Burschen. Wir treten in Verbindung miteinander und fangen an, lautlos zu kommunizieren. Es ist genauso, als ob ich mit Ihnen in Beziehung treten würde und wir uns unterhalten oder etwas anderes machen würden. Vielleicht zusammen in einem Auto fahren. Oder wir sehen beide etwas Schönes und das verbindet uns. Ich schaffe eine Situation, um mit meinem Kind in Beziehung zu treten.
Und das Kind tut das Gleiche. Ich weiß, es gibt viele Anekdoten über diese autistischen Kinder, die eben eher telepathische Fähigkeiten besitzen und deshalb nicht so ausdrucksfähig sind. Ich kann nicht sagen, dass ich selber das erlebt habe. Viele Leute haben mir über ihre persönlichen Erfahrungen mit solchen Kindern erzählt, aber ich kann persönlich nichts dazu sagen. Wie Sie wissen, reden wir hier über diese außersinnliche Wahrnehmung, dass wir einen wichtigen Teil unseres Gehirns immer noch nicht nutzen. Man muss sich fragen, ob so etwas möglich ist. Ich muss Ihnen jetzt etwas gestehen, okay? Also, in dieser Zeit war ich verheiratet und hatte gerade die Nase voll von meinem Mann. Ich stand also gerade da und spülte das Geschirr. Da ging als einziger zu dieser Zeit nicht in die Schule. Er beschäftigte sich mit etwas, was er ganz oft tut, und war ganz in sich gekehrt. Also ich stand da und spülte und dachte an diesen Mann, den ich gerade kennengelernt hatte, der sehr nett war, und hatte gerade den Gedanken, vielleicht sollte ich eine Affäre mit ihm haben. Da hörte ich ganz laut in meinem Kopf ein Nein. Das Unheimliche daran war, dass ich nicht selber diesen Gedanken Nein oder Nein, das werde ich nicht tun, dachte. So war es überhaupt nicht. Es war eine Stimme, die ich als Dars Stimme erkannte. Gelegentlich sagte er Dinge wie, ich nehme das oder ich mache das, sodass ich seine Stimme kannte, wenn er ganz normal sprach. Ich hörte also dieses Nein in meinem Kopf und sah zu ihm rüber. Er sah mich an und sagte Nein, 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 nein. Das hatte er noch nie getan. Und ich dachte mir, oh mein Gott, dieses Kind kann meine Gedanken lesen. Er hört mir beim Denken zu. Wir können Indigo Kinder als Ärgernis oder Belästigung betrachten oder wie etwas, mit dem man nur schwer klarkommt. Wir können ihr Verhalten jedoch auch als eine Gabe sehen, als Möglichkeit zur Einsicht in das Leben. Wenn wir verstehen, dass wir durch diese Kinder als eine Art Kanal zu Informationen gelangen, auf die wir mit den eigenen Mitteln nicht zugreifen können, dann würden wir sie ganz anders behandeln. The children look up to you and you're definitely their role model. And just let the kid be a kid. I mean, if it gets out of control, yeah, but just be patient and let them be themselves. Many indigos are in trouble right now. Viele Indigos befinden sich zurzeit in einer schwierigen Situation. Sie haben diese intuitiven Fähigkeiten, Dinge mitzubekommen, die anderen verborgen bleiben, die aber oft nicht anerkannt und akzeptiert werden. Dann fangen sie an mit Selbstmedikation. Sie benutzen Drogen und Alkohol. Eltern müssen lernen, mit ihren Kindern zu kommunizieren und auch sicher sein, dass sie das richtig machen. Have taken enough training to know how to communicate well. It's really okay as a parent to not know the answer. Es ist in Ordnung für Eltern, die Antworten nicht zu kennen. I really love my kids. Es ist okay zu sagen, ich liebe meine Kinder wirklich. Aber irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Oder mein Kind ist ziemlich seltsam. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist alles okay. Aber da muss noch etwas folgen, wenn man ein Kind aufziehen will. Der nächste Schritt sollte lauten, ich weiß zwar nicht was, aber ich werde es herausfinden. Wenn es nur ein Geschenk gäbe, das Eltern ihrem Kind machen können, das bleibenden Wert besitzt und lebenslange Wirkung, dann denke ich, ist das die elterliche Präsenz. Und damit meine ich nicht die Stunden oder Tage, die sie mit ihrem Kind verbringen, sondern dass sie vollkommen präsent und offen sind mit ihrem Kind. Und sei es nur für 10 oder 20 Minuten, absolut offen für die authentische Erfahrung dieses Augenblicks. Wenn Sie nicht bei sich selber anfangen, dann wälzen Sie die Probleme nur auf Ihr Kind ab. Sie müssen einen Weg finden, sich davon zu befreien. Dann können Sie Ihr Kind auch als etwas Wunderbares betrachten. Bücher oder Meditation können eine Hilfe sein. Aber Sie sollten sich immer dann, wenn Sie spüren, dass Ihr Kind zum Problem wird, fragen, warum ist es eine Belastung für mich? Und dann eine Lösung suchen. That the soul of this child
Die Seele so eines Kindes ist weise und reif, manchmal sogar mehr als ihre eigene. Gleichzeitig versucht diese reife und weise Seele, die sehr fähige Seele, in dem kindlichen Körper Geist und Platz zu finden. Vergessen Sie also nicht, dass das Kind entsprechend aufgezogen und die große Seele geachtet werden muss. Children have an answer. Together we will stand. Like a mother we are held by the one. Like a mother we are held by the one. When I had Alexa and Natalie, Alexa und Natalie haben sich schon immer sehr unterschieden von anderen Kindern. Als Mutter bin ich immer meinem Gefühl gefolgt und habe ihre Talente von Anfang an gefördert. Sie durften auftreten und tun, was sie liebten, wie zum Beispiel Musik. Das ist schon immer ihr Leben gewesen. Sie konnten 1 Million Dinge tun. Sie bekamen gute Zensuren in der Schule, konnten Theater spielen, komponieren und Instrumente erlernen und bei Tanzgruppen mitmachen. Wacht auf! Was tut ihr? Wofür lebt ihr, wenn ihr nicht euren Träumen folgt? Sie wissen, es gibt Leute, die am liebsten malen würden. Sie haben sich aber entschlossen, Autowäscher zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es geht wirklich darum, wenn du dir selbst treu bist, kannst du auch anderen Leuten gegenüber wahrhaftig sein. Dann gibt es mehr Harmonie auf der Erde und alles ist mehr im Einklang. Musik ist das, was ich wirklich machen will. Aber es ist so, wie meine Schwester gesagt hat. Ich lebe 2 verschiedene Leben. Wenn ich hier in Utah in der Schule bin, verstecke ich den anderen Teil. Was soll ich machen? Zu Hause mache ich Musik. Aber wenn ich zur Schule gehe, dann lebe ich eben diese andere Hälfte von Natalie. Man hört das A fast als E. Wenn du Nee, Nee, Nee singst, dann zieht sich das und wirkt zu sehr wie geschrien. Das will zwar dein Kopf, aber lass das nicht zu. So klingt es immer noch wie Nee, aber du denkst an E. Das hält es klein genug und du bekommst dieses Gefühl. Nochmal. Für mich ist ein Indigo-Kind jemand, der mit einem Wissen, mit einer Aufgabe auf die Erde kommt. Und meine Aufgabe und die von Alexis ist, Musik zu machen. You wanna know me? You wanna feel me? You gotta feel your heart and let yourself be healed. I just wanna share what's coming through right now. And we're gonna sing it to the world somehow. Here to go with something that's inside yourself. The crystal child will be born through the belly of man. Here to go with something that we all can. Ich weiß, dass es die Musik ist. Und Alexa und ich geben all unsere Gefühle in die Musik. Wir sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche damit beschäftigt. Wir wissen das einfach. Natalie und ich machen außerdem Singen noch Gymnastik. Wir schauspielen, tanzen. Wir haben sogar Fußball gespielt. Und so ziemlich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist gut, weil wir dadurch viel gelernt haben. Und wir haben nicht nur gesungen. Wir haben so ziemlich alles probiert. Aber nun wissen wir beide, dass wir am liebsten singen. Here to go with something that's inside yourself. The crystal child will be born through the belly of man. Here to go with something that we all can be. And we are here to bring this world into unity. Verglichen mit meiner Schwester bin ich nicht so ernsthaft. Sie lebt nur für die Musik. Ich liebe Musik, darum mache ich das auch. Und ich bin gerne glücklich. Und sie ist viel ernsthafter. So etwas wie die ältere Seele. Mein Rat an alle, die wie Natalie und ich sind,
Versucht nicht, euch selbst zu verleugnen. Tut nicht so, als ob ihr normal wärt, weil ihr das nicht seid. Das Gefühl, nicht hineinzupassen, erinnert euch jeden Tag daran. Deshalb habe ich das Lied »Lebe, als wäre es dein letzter Tag« geschrieben. Ich singe es jeden Tag. Was würde ich wollen, wenn dies heute mein letzter Tag wäre? Würde ich negativ sein wollen und die Zeit mit Selbsthass verbringen? Nein. Ich würde Spaß haben wollen und Dinge tun, die ich sonst nie tun würde. Man weiß ja nie, wann der letzte Tag kommt. Du musst den Takt schlagen. Today I don't care what you think. I am gonna live for me, and that won't ever change. Today could be my last day. I mean, children are getting bombarded with just stuff that they don't even need to see or hear. Kinder werden mit so viel nutzlosem Zeug bombardiert. Ich denke, die Dinge sind so schräg in diesem Land, auch bezogen auf das, was wir ihnen beibringen. In staatlichen Schulen lernen sie erfundene und verlogene Biografien von Persönlichkeiten der Geschichte. Keiner bringt ihnen bei, wie man Krisen im Leben geistig bewältigt oder sich sinnvoll mit Biokost ernährt. Sie lernen auch nicht, wie man den Boden bewirtschaftet und nichts über Meditation und wie man seinen Puls in einem Streit beruhigen kann. Was ist bloß mit unseren Schulen los? Unfortunately, our country does not put in the amount of money. Leider steckt unser Land nicht die Mittel in unser Schulsystem, die nötig wären, um die Pädagogen und Schulen wirklich finanziell zu unterstützen. Und all diese tollen Leute versuchen ihr Bestes in diesem System, das immer wieder versagt. Working in this system that's just failing. My book, Be Here Now. Mein Buch Be Here Now, sei jetzt hier, ist im Moment der Hit an allen Highschools. So, that's certainly some mark, you know. Das hat sicher was zu bedeuten. Es kratzt an ihrem Bewusstsein. In den Schulen darf nicht so viel Wert auf das Auswendiglernen von Fakten gelegt werden, sondern darauf, die natürliche Weisheit der Kinder zur Entfaltung zu bringen. Unser Wort Education bedeutet das Herausziehen der Weisheit aus dem Inneren. Es kommt vom griechischen Edukos, was wörtlich herausführen heißt. Wenn es heißt, kein Kind zurückgeblieben, macht mir das Angst. Denn es zeigt, wir haben uns als Land nicht entwickelt in dem, was wir ihnen beibringen. Wir haben uns dem geistigen Stand der Kinder nicht angepasst. Ich glaube, sie sind weit voraus und brauchen viel mehr. Und wir haben die Leute dafür. Man muss uns nur erlauben, sie zu unterrichten. Mit all deiner Kraft, Mann, reiß die Fäuste hoch und lauf raus an vorderste Front. Kämpf für die Kinder. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Energie aufzubauen, die Familie zu vergrößern durch Synergie. Mit all deiner Kraft, Mann, reiß die Fäuste hoch und lauf raus an die vorderste Front. Kämpf für die Kinder. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Energie aufzubauen, die Familie zu vergrößern durch Synergie. The educational paradigm is shifting. Das Erziehungsparadigma verändert sich. Es muss für die heutigen Kinder etwas geben, damit sie sich in einer sicheren geistigen Umgebung aufgezogen fühlen, wo sie voll und ganz so sein dürfen, wie sie sind. Wir haben einen Prototyp für einen neuen Schultyp entwickelt, ein Unterhaltungs- und Bildungszentrum in der Gemeinde. Es ist ein Platz, der vollkommen von Kindern geführt wird. Hier sind alle Altersstufen zusammen. Im Grunde ist es nichts anderes als ein Einraum-Schulhaus in einer aufgepeppten Umgebung, das uns erlaubt, authentisches Erleben zuzulassen. Wahres Lehren hilft dabei, die Talente, die jedes dieser Kinder hat, zu entfalten. Aber es hilft ihnen auch zu erkennen, dass nicht alle Begabungen gleich sind.
HSP ist ein Mechanismus im Gehirn, der es uns ermöglicht, alles zu erschaffen, was wir wollen, sofern wir uns dazu entschließen. HSP steht für erhöhte Sinneswahrnehmung. Wenn es uns gelingt, unsere Sinneswahrnehmung zu schärfen, können wir Entscheidungen treffen, auf die wir stolz sind und haben größeres Selbstvertrauen. Und das führt zu einer gesünderen und friedlicheren Perspektive. Dr. Lee wollte beweisen, dass alle Kinder mit etwas Training ihr HSP-Potenzial entfalten können. Nachdem er die ersten Kinder trainiert hatte, stellte sich heraus, dass sie vor diesem Training keine außergewöhnlichen Fähigkeiten besaßen. Sie hatten sie noch nicht eingesetzt. Sogar nach nur wenig Training zeigten sie ganz erstaunliche Ergebnisse. Some of the HSP testing and training that the students got a chance to participate with. Bei einer Übung musste man mit verbundenen Augen Formen, Farben und sogar Wörter erkennen. Andere Schüler konnten üben, Löffel zu verbiegen und durch den Einsatz von Geisteskräften zu bewirken, dass Löffel an ihrem Körper anhafteten. Anfangs schaffte keiner der Teilnehmer diese Übungen. Nach dem Training, bei dem die Schüler viel Spaß hatten und sich eine Ich-schaff-das-Einstellung bei ihnen entwickelte, konnten über 25% die erste Übung und über 33% die zweite Übung mit Erfolg durchführen. 33% of students or more experience success using the spoons. Ich habe erfreut festgestellt, dass mit entsprechendem Training jeder fähig ist, diese Aufgaben zu bewältigen, und habe erkannt, dass das durch einen Mechanismus im Gehirn möglich ist. In Ashton, Oregon, wurde später ein weiteres Training durchgeführt und bestätigte die ersten Ergebnisse. Eine Gruppe von 44 amerikanischen Kindern, die anfangs ebenfalls über keine besonderen Fähigkeiten verfügten, brachte am Ende erstaunliche Dinge zuwege, indem sie ihr Gehirn und ihre Entscheidung benutzten. Step 1 of saving the world begins in our daily lives. First thing to do is be happy. It's one of the most important things. It's scientifically proven to be healthy, and it's contagious. So if you're happy and you're in a public area, and you get my meaning, don't you? I would consider myself to be a peacemaker. I'd say that, you know, I've got a lot of ideas in my head about peace that I think sometimes I feel like are almost common sense to me, but might not be to, you know, the rest of the world. As far as our Western civilization goes, yeah, we have been thinking about ourselves and what we're doing right now. I know that the Native American tribes, way back when, were into, you know, whatever, this action affects the next 7 generations, and we need to watch, you know, what would happen if we do carry out this action. So they had it right. We just need to figure out what they're talking about now. If I could say one thing to the leaders of the world, it would be that we're all working towards one goal, which is peace. There's no people who are working against peace in the world, I believe. Stand up for what you believe in. Yes. We all know what we need to do to save the world, really. We all have our own special calling. We know what the politicians need to do. And unfortunately, sometimes the politicians don't seem to know what we want them to do. That's because we're not getting it out there. And I thought, wow, you know, I've always wanted to do something to save the world, but I couldn't think of anything to do. Up until that point, really. I couldn't think, you know, so what could I do? So I had the idea to write the pamphlet, which had led me to the idea that, wait a second, maybe other people have that problem. They want to do something good, they can't figure out what to do. In my booklet, I suggested trying to pick up 1 piece of trash a day. And if you think about that, there's plenty of trash in the world, but there's also 300-something million people in the U.S. alone. And imagine if we all picked up one piece of trash. You know, you think one bag, what difference does it make? 300 million bags makes a big difference.
An indigo child is really hard to define because there's no really definite definition. But, like, you know, in a phrase, I think it would be, you know, somebody who has ideas about how they can make the world a better place. If they were to say, you know, oh, you're naive, you're a child, I'd say exactly, I'm a child, which is why I'm not burdened with the sense of, you know, oh, well, the world's screwed. No, you know, the world's not screwed. We can turn it around. We just have to get some work on it. If each single person in the whole world thinks, oh, one person can't change it, nothing happens. If each person thinks, well, one person can't change the world, but one person can do a little bit, each person does a little bit, it adds up, and we've got the golden age again. Indigos in the native community is very much a phenomenon, but Indigo Kinder kamen bei den Indianern sehr häufig vor. Aber im Laufe der Geschichte haben die Weißen ein Indianerkind, das als etwas Besonderes galt, seinen Eltern einfach weggenommen und in eine Schule für Weiße gesteckt. Es gibt also zweifellos Indigos unter den Indianern. The children of our culture as well as other children in the world are very important to us. Die Kinder unserer Kultur und auch die anderen Kinder in der Welt sind sehr wichtig für uns, weil viele von ihnen sehr klug sind. Kinder wollen Aufmerksamkeit und sie wollen lernen. Kinder der ganzen Welt lehren unserer Generation und lehrten der Generation vor mir die Bedeutung unseres Daseins. Wir müssen den Kindern zuhören. Wenn wir nicht zu heilen beginnen, gibt es keine Zukunft für unsere Kinder. Das ist etwas, das unsere Vorfahren vorausgesagt haben, dass unser Leben als Hopi zu existieren aufhört, wenn wir nicht aufwachen und harmonisch miteinander leben. Und unsere Philosophie, das, was wir Hopi hier für die gesamte Menschheit tun, für alle Lebewesen, wird dann ebenfalls aufhören zu existieren. Deshalb müssen wir alle, nicht nur wir Eltern, sondern die Menschen auf der ganzen Welt uns vereinen und verbinden, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Wir sind alle Menschen und wir sind alle sehr wichtig, besonders für Mutter Erde. Masa ist unser Schöpfer und wir müssen ihn respektieren. Wenn wir das nicht tun, wird er sich abwenden und uns wahrscheinlich bestrafen. Sehen Sie sich doch all diese Hurrikans und Erdbeben an, besonders in den Vereinigten Staaten. Mein Großvater hat mir gesagt, wenn wir Mutter Erde missbrauchen und sie ausbeuten, dann kommt unser Schöpfer zurück und erinnert uns daran, nicht habgierig nach Land, Wasser oder sonst etwas zu streben. In unserer Hopi-Kultur besagt eine Prophezeiung, dass wir in Koyaanisqatsi leben werden. Das heißt, in einer verrückten Welt. Die Welt ist derzeit völlig aus den Fugen geraten und es fehlt auch das Gleichgewicht bei den Hopi. Als Elternteil ist es im Moment für mich sehr schwer, dieses Defizit bei meinen Kindern auszugleichen. Es ist eine Krankheit, aus der wir erwachen müssen. Ich weiß, dass Leute resigniert, was soll's sagen, wenn man versucht, Kinder in der alten Kultur zu unterrichten.
Aber solange es noch Hoffnung gibt, dürfen wir das nicht sagen. Wir können das ändern, als Volk, als Ganzes. Die Leute müssen wieder so werden, wie wir als Hopis sein sollen. Ich weiß, dass die Kinder das wollen. Sie wollen wissen, wer sie als Hopi-Kinder sind. I know that the kids really do want that. They really do want to know who they are as Hopi kids. When we're guiding them to be the leaders of tomorrow, we need. Wenn sie die Führer von morgen sein sollen, müssen wir ihnen die Wahrheit sagen. Wir können ihnen nicht einfach irgendwas erzählen, wie ihr Leben sein sollte. Die Prophezeiungen sagen, dass wir auf die Kinder achten müssen, weil sie die künftigen Führer unserer Gruppen, Stämme und Gemeinden sind. Wir müssen sie darauf vorbereiten, sie durch ihr junges Leben führen und ihnen die besten Ratschläge erteilen, damit sie, wenn ihre Zeit gekommen ist, unsere Führer sein können. So that they in turn, when it's their time, can be our leaders in the future. Das ist zu schaffen. Und wir müssen auf dieses Ziel hinarbeiten. Die Kinder, die heute geboren werden, scheinen bereits sehr viel Software auf ihr System heruntergeladen zu haben. Sie sind ein Sprung in der Evolution und zeigen uns, wohin wir uns als Spezies entwickeln. Ich glaube, diese Kinder können mit mehr geistigen Fähigkeiten aufwarten als wir. Fähigkeiten, die wir alle hatten, die wir aber im Laufe der Jahrhunderte verloren haben. Sind wir Zeugen einer Evolution? Ich weiß nicht. Glaubt man an Naturkunde und Darwin, dann muss es eine Evolution geben. Wir haben uns nur daran gewöhnt, dass die Evolution so langsam voranschreitet, dass wir sie gar nicht wirklich erkennen können. Those of us that made a big investment. Diejenigen unter uns, die stark in diese Kultur investiert haben und das Bewusstsein verändern wollen, wollen die Kinder so haben, wie sie sind. We want the children to be that way. Sonst hätten unsere Aktionen doch keinen Sinn gehabt. Actions aren't justified. Wir befinden uns in einer beispiellosen Veränderung des menschlichen Bewusstseins. Und diese Transformation verändert die gesamte menschliche Erfahrung. Das geschieht bei Millionen Menschen in, wie ich glaube, nur wenigen Generationen. So werden einerseits Kinder mit dieser neuen, erweiterten Wahrnehmung geboren. Andererseits wird die Wahrnehmung bei den bereits auf der Erde lebenden Menschen erweitert. Wir sind Zeuge der menschlichen Evolution. So wie wir uns zu Lebewesen mit gegenübergestellten Daumen entwickelt haben, entwickelt sich nun die menschliche Spezies zu telepathischen Geschöpfen. Wir können dieses Phänomen nennen, wie wir wollen. Es ist ein Element, das real ist. Es geschieht. Und ich glaube, dass die rasche Veränderung von Technologie und Wissenschaft der Grund dafür ist. Es geht in der Welt letztendlich nicht um schwierige Theorien oder lange mathematische Gleichungen oder was auch immer. Es geht vielmehr um Menschen, ihr Bewusstsein und ihr Herz. Wir sind Pioniere einer neuen Menschheit. Das heißt nicht, dass wir besser sind oder besser sein werden. Es ist unmöglich, besser zu sein. Aus der Sicht des Universums kannst du nicht weniger wertvoll sein als irgendein anderer oder irgendetwas. Alles ist kostbar. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und sie sind da, um uns das neue goldene Zeitalter zu zeigen, in dem die Liebe über die Angst und das Wissen über die Unwissenheit triumphiert. Walking through the poppy universe, my fingers rattle the hourglass aisles.
As the time sings in the crossroad of hope, I'm a brush painting for miles. Every letter of the names I sit on just hangs on the family space tree. Which knowledge lock should I pick as Providence chisels a galaxy key? Balancing myself on just one finger, at first I thought that everything was white. From universe to universe, I jump alone just to find out I'm still a child. Das große Ereignis ist nicht das Erscheinen von Indigo-Kindern, sondern die Geburt einer Indigo-Welt. Meine Botschaft als Indigo, als Mensch, als Kind Gottes wurde knapp und präzise von Bill und Ted in ihrem Buch Ein außergewöhnliches Abenteuer ausgedrückt. Sie lautet: Tut das Beste füreinander.